In dieser Video-Tutorial-Serie beschäftigen wir uns mit der Berechnung und Bemessung einer gerissenen Stahlbetondecke, also Verformung im Zustand 2. In Teil 1 geht es zunächst um die lineare ungerissene Analyse. Ausgangspunkt ist diese Deckenplatte in Revit. Wir sehen das analytische System einer Geschossdecke, wie man es beispielsweise über die Funktion Subsystemansicht aus Ebenen erzeugen lassen kann. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Vorgehensweisen. Erstens, wir machen eine lineare Rissanalyse, indem wir die Steifigkeiten der Decke abmindern. Das ist zwar sehr vereinfacht, reicht häufig aber bereits aus und ist vor allem angenehm, weil das Superpositionsprinzip gilt. Oder zweitens, wir führen eine detaillierte, nichtlineare Rissanalyse durch. Beide Methoden ermöglichen die Bestimmung der Verformung von Betonstrukturen im gerissenen Zustand sowie natürlich weitere Ergebnisse. Wir schauen uns beide Methoden in dieser Videoserie an und beginnen in diesem Video mit der Grundlage, nämlich einer linearen ungerissenen Analyse. Grundsätzlich ist es wichtig, die Strukturelemente hier in Revit in Sophistic-Gruppen einzuteilen. Ich habe hier beispielsweise diese Decke der Gruppe 100, wie man hier sehen kann, zugewiesen. Wir haben neben dem Eigengewichtsfall mit der Lastfall Nummer 1 noch einen Lastfall Nummer 2, in dem eine Verkehrslast von 2 Kilonewton pro Quadratmeter auf der Decke definiert ist. Der erste Schritt ist, das System zu rechnen. Und dann können wir anschließend auch schon in den SSD rübergehen. Als Vorlage wähle ich Sophistic Subsystem und da haben wir auch schon unsere vernetzte Deckenplatte. Hier haben wir die Materialien und das nächste, was hier auftaucht, ist der Einwirkungsmanager. Schauen wir da rein. Da sehen wir unsere beiden Einwirkungen G und Q. Okay, der nächste Task sind die Kombinationsvorschriften. Zur besseren Nachvollziehbarkeit für Sie werde ich die Kombinationen händisch erstellen und lösche daher diesen Task hier. Raus auch die restlichen Tasks, die uns das Template hier anbietet, lösche ich jetzt erstmal alle raus. So, das erste, was wir also machen wollen, ist eine lineare Analyse des ungerissenen Betons. Dafür lege ich zur besseren Strukturierung eine Gruppe an und nenne diese Gruppe ungerissene Analyse und Bemessung, also linear. Das ist ganz klassisch. Dafür brauchen wir als erstes einen Task, und zwar die lineare, die Berechnung von Einzellastfällen. Da ist der Task. Wenn ich ihn öffne, anderer Bildschirm hier, da finden wir also unsere beiden Lastfälle, die den Einwirkungen zugeordnet sind. Bei den Gruppen taucht unsere Gruppe 100 auf. Die Steuerparameter und die Textausgabe lasse ich eingestellt.
Die graue Ausgabe kann man hier auch rausnehmen. Mit OK wird der Task gerechnet und wir können uns die Verformungen im Viewer ansehen. Beispielsweise so. Gut. Jetzt wollen wir die Ergebnisse miteinander kombinieren. Den Automatik-Task habe ich ja vorhin gelöscht. Also hole ich mir jetzt einen Task für die händische Kombination, also Ergebnisse kombinieren. Und ich nenne ihn Ergebnis Kombi ungerissene Analyse GZT und GZG. Mit einem Doppelklick öffnen wir den Task. Hier legen wir also eine Kombination für GZT und eine für GZG an. GZT soll die Lastfallnummer 1000 bekommen. Der Typ ist GZT Grundkombination, das steht jetzt hier auf Englisch, ULS Fundamental Combination, das ist die GZT Grundkombination. Ich schreibe mal als Bezeichnung GZT ungerissene Analyse. Wir brauchen beide Lastfälle, also G 1,35 und in der GZT Grundkombination haben wir hier natürlich Q mal 1,5. Das ist die GZT Grundkombination und dann brauchen wir noch GZG als quasi ständige Kombination. Das soll mein Lastfall 1500 sein und das heißt dann hier SLS quasi Permanent Combination. Auch das kann ich zur besseren Orientierung oder eine Benennung, eine Bezeichnung geben. Das soll also GZG ungerissene Analyse sein. Wir kombinieren wieder beide Lastfälle, diesmal aber mit den Faktoren der quasi ständigen Kombination, also 1K0 mal G und Psi2, also 0,3 mal Q. Nochmal kontrollieren, ja, 1,35 und 1,0, 0,3, das passt. Ja, ich lasse hier das Häkchen gesetzt bei sofort ausführen und dann wird der Task auch sofort gerechnet. Dann können wir uns jetzt das Ergebnis der Durchbiegungen ansehen. Hier holen wir uns einen WinGraph Task, also interaktive Grafiken. Den will ich auch direkt mal umbenennen in interaktive Grafik, ungerissene Deckenverformung GZG. So, den öffne ich und hier schauen wir also in die Ergebnisse der Knotenverschiebung in Global Z und wählen als Darstellung Höhenlinien aus. So, was wir hier sehen, ist jetzt der Lastfall 1 mit einer ungünstigsten Durchbiegung von 4,069 Millimeter, aber wir wollen natürlich den Lastfall
1500 GZG sehen, der weist hier minus 4,46 Millimeter aus. Gut, das schließen wir mal und speichern wir. Dann kommen wir jetzt zur Bemessung. Hier brauchen wir den Task Bemessungsparameter. Hier Bemessungsparameter der Flächenelemente. Ich öffne den. Wir wollen 2 Bewährungslagen. Die Randabstände sollen oben 35 Millimeter und also in der Hauptrichtung 35 Millimeter und Querbewährung Abstand 10 Millimeter betragen. Und dann kann man hier die Mindestbewährung festlegen. Ich würde da erstmal ganz kleine Werte nehmen, also Durchmesser 10 und dann 1,13 Quadratzentimeter pro Meter, oben, unten in beide Richtungen. Das Problem, was wir jetzt hier haben, ist, dass dieser grafische Task nur einmal in diesem SSD-Baum hier vorhanden sein darf. Im weiteren Vorgehen dieses Tutorials will ich aber diese Eingaben sukzessive ändern, um auch die verschiedenen verfügbaren Methoden zur Rissanalyse zu veranschaulichen. Aus diesem Grund werde ich jetzt anstelle dieses grafischen Tasks eine Texteingabe verwenden. Ich mache hiervon mal einen Screenshot. Augenblick. So, hiervon einen Screenshot und lösche den Task wieder. Stattdessen lege ich jetzt also einen Text-Task an und schreibe genau die gleichen Informationen wie aus dem grafischen Task hinein. Wir sind ja im Programm Bemess. Dann legt er hier automatisch Kopf und Ende an mit Steuerung QT. Kann man das auch auf Deutsch umstellen. Damit es jetzt was schneller geht, kopiere ich die Befehle hier rein und lege nochmal den Screenshot da drunter. Gehen wir hier auf Geom und drücken die F1-Taste, dann bekommen wir die Hilfe und dann werden Sie das auch sehr schnell verstehen. Also hinter dem Steuerbegriff Geom verbergen sich also die Randabstände. Hier HO steht für Abstand des Schwerpunkts der oberen Außenbewährung vom oberen Plattenrand. Das sollen 35 Millimeter sein. Dann kommt DHO für die Querrichtung oben mit 10 Millimetern. Dann HU, Abstand des Schwerpunkts der unteren Außenbewährung vom unteren Plattenrand. Das sind wieder die 35 Millimeter und schließlich DHU für die Querrichtung unten auch wieder 10 Millimeter. So, dann folgt RICH, Rich, beschreibt also die Winkel zwischen den Hauptbewährungsrichtungen der lokalen und der lokalen X-Achse. Das sind bei uns ja standardmäßig jeweils 0 Grad für oben und unten. Das steht hier. Und dann kommen mit Para die Bewährungsvorgaben, also DO haben wir hier für den Bewährungsdurchmesser in der ersten Lage. Da hatten wir Durchmesser 10 gesagt, genauso für DO2
also Durchmesser 10 in der zweiten Lage oben, dann DU10 haben wir hier, das ist Bewährungsdurchmesser erste Lage unten und DU2 10, also für jeweils haben wir Durchmesser 10 in der ersten und zweiten Lage unten. Dann fehlt nur noch die Mindestbewährung ASO, haben wir hier ASO, also Mindestbewährung erste Lage oben 1,13 Quadratzentimeter pro Meter hatten wir gesagt und genauso für ASO2 Mindestbewährung zweite Lage oben, dann ASU, also Mindestbewährung erste Lage unten und ASU 2 Mindestbewährung zweite Lage unten, alles 1,13 Quadratzentimeter pro Meter. Ja, das war's schon. Also das ist genau der gleiche Inhalt in Textform wie die Eingabe in das grafische Dialogfenster. Diesen Screenshot lösche ich jetzt mal wieder. Die Hilfe machen wir auch zu und den Task ebenfalls. Den berechne ich jetzt mal. Alles okay. Den Task können wir jetzt natürlich auch noch umbenennen. Das ist ja nichts anderes als jetzt quasi die Standardbemessungsparameter. Gut, dann können wir jetzt also die Bemessung durchführen. Dazu holen wir wieder einen Task. Wir brauchen den Task Bemessung GZT Flächenelemente. Hier ist schon automatisch unser Lastfall 1000 angelegt worden. Und wir wollen diese Bemessungsergebnisse, also die AS-Werte der GZT-Bemessung in einem Bemessungslastfall, da sagen wir mal Nummer 10, speichern, um darauf dann mit der GZG-Bemessung anschließend aufzusetzen. Gucken wir auf die Schubbewährung, da möchte ich im Rahmen dieses Tutorials jetzt keine Veränderungen in der Biegebewährung aufgrund von Durchstanzen haben. Deswegen sage ich hier keine Veränderung der Biegebewährung. Die restlichen Vorgaben zu den Steuerparametern, Textausgabe, grafische Ausgabe lasse ich unverändert. Jetzt schließe ich den Task und lasse ihn auch sofort rechnen. Es kommt eine Warnung. Ja gut, nämlich dass also hier an einem Knoten ein Durchstandsnachweis geführt werden muss. Das interessiert uns jetzt aber hier nicht. Gehen wir weiter und machen die GZG-Bemessung, also Task einfügen, GZG-Flächenelemente. Auch hier haben wir also entsprechend, hier taucht unser Lastfall 1500 GZG jetzt auf. Ungerissene Analyse hatten wir also bezeichnet. Wir setzen hier jetzt also auf die Bewährung vom GZT-Bemessungslastfall 10 auf und speichern die GZG-Bemessungsergebnisse in einem Bemessungslastfall, den nenne ich 15. Auf diese Ergebnisse vom Bemessungslastfall 15 können wir dann später bei der detaillierteren, nichtlinearen Betrachtung wieder aufsetzen. Die restlichen Einstellungen lasse ich auf standardmäßig eingestellt und lasse auch den Task sofort rechnen. Schauen wir uns jetzt noch die AS-Werte im WinGraph an, also Task einfügen, interaktive Grafiken. Das kann ich auch wieder umbenennen, damit wir uns besser orientieren können. Also hier umbenennen. Das wird Lastfall 15, also erforderlich AS aus ungerissener Bemessung sein.
öffne das. Wir gehen auf Bemessung, Flächenelemente. Wir wollen die Bewehrung sehen, Hauptbewehrung, erste Lage und zwar natürlich den Lastfall 15 nach dem Rissnachweis. Als Darstellung wählen wir zum Beispiel Höhenlinie aus. Dann sieht das so aus. Da können wir vielleicht 2 Bilder auf eine Seite bringen. Dann haben wir die Haupt- und Querrichtung auf einer Seite. Also gehen wir hier auf Bild 1 und sagen, wir wollen Anzahl Bilder in der Breite 2 haben. Dann sieht das so aus. Jetzt gehen wir hier hin und sagen neues Bild mit dem aktuellen Layer. Dann machen wir das gleiche. Und hier wollen wir aber die Querbewehrung sehen. So, das heißt, wir haben also jetzt hier oben in der Hauptrichtung von den 1,13 Quadratzentimeter pro Meter, die wir als Mindestbewehrung eingelegt hatten, bis zu 7,79 Quadratzentimeter pro Meter und in der Querrichtung von 1,13 bis 11,86 Quadratzentimeter pro Meter. Ja, dann erstellen wir noch die Bilder für die untere Lage schnell. Also sagen wir hier rechte Maustaste, neue Grafik, also neue Seite einfügen. Und das hier soll dann sein die Hauptbewehrung, erste Lage unten. Und wir sind hier auf dem zweiten Bild und wollen dort die Querbewehrung, zweite Lage unten. Also da haben wir unten in der Hauptrichtung 1,13 bis 5,06 Quadratzentimeter pro Meter und quer 1,13 bis 5,41 Quadratzentimeter pro Meter. Gut, also das speichern wir uns ab. Jetzt haben wir also die lineare ungerissene Analyse durchgeführt und können im nächsten Schritt die vereinfachte Betrachtung des gerissenen Zustands mit Hilfe der Steifigkeitsabminderung durchführen. Das machen wir dann im nächsten Video.